Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einer analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute geht es um die Firma Voigtländer und die Kamera Bergheil. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, das Leben fängt sich an zu normalisieren und die Leute entdecken das Reisen und das Bergwandern. Diese Bedürfnisse ist die Firma Voigtländer gekommen und baute für die Alpinisten oder für die, die gerne auf die Berge sind, ein Kleinformat Traumgerät. Ein Alleskönner, ein leistungsfähige Kamera in Mitnahme Bergheil und das Format 4,5 x 6 cm. Das schaut so aus. Und von dieser Kamera gab 6 Varianten und die Kamera wurde gebaut 1923 bis etwa 26. Aber zurück zu dem Fotoapparat. Die Kamera hat eine Voigtländer Radialoptik mit 50 mm und eine Teleansatz, auch von Voigtländer. Das ist eine Zusatz-Teleobjektiv mit der Brennweite von 33 mm. Die Kamera hat einen doppelten Auszug und das ist natürlich notwendig für die Entfernungseinstellung. Dann, die Optik ist in der Höhe verstellbar, nach oben, nach unten und damit kann man die stürzenden Linien ausbessern und auch noch links und rechts für Bildkorrekturen. Also klein, aber sehr viel Detail. Der Verschluss hat 1/100 Sekunde, für die damalige Zeit absolut richtig, und hat einen Brillantsucher, aber auch die Rektil, also der Schachtsucher, wenn man so sagen will. Zu diesem ganzen Gerät ist der Originalkarton noch vorhanden und wie Sie sehen, ohne Drahtauslöser war nicht möglich oder war schon möglich, aber nicht berührungsfrei Aufnahmen zu machen. Zusammengeklappt ist die Kamera sehr klein und sehr handlich. Diese Ausrüstung gehörte sicher einem Profi oder einem ernsthaften Amateur. Weil es gibt keine Rollfilm oder Kleinbildfilm, wo man die Aufnahme hintereinander machen kann, sondern man trägt mit sich immer diese Plattenträger. Das Ganze funktioniert so. Hier ist die Glasplatte. Die Glasplatte schaut so aus, aber geschlossen ist absolut lichtdicht. Und jetzt funktioniert das Ganze so. Vorher hat man die Mattscheibe. Der Verschluss wird geöffnet und der wird die Kamera eingestellt auf den Gegenstand, den man aufnehmen will. Durch die Mattscheibe natürlich alles scharf eingestellt, der Verschluss zugemacht. Die Mattscheibe wird abgenommen und hineingesetzt wird eine Plattenkassette. Absolut finster. Man nimmt den Schieber heraus. Jetzt ist die Bereitschaft zum Aufnehmen. Druck drauf, Verschluss auf und zu, die Platte ist belichtet. Wieder Platte zu, die Mattscheibe zurück und jetzt ist eine Aufnahme hier. Will man mehrere Aufnahmen machen, man sieht, man trägt einige Dutzenden Kassetten mit sich. Die Platten sind in so Kartons lichtdicht untergebracht und eben die Kassetten. Ich glaube, es ist alles gesagt. Von dieser Kamera gibt es 2 Ausführungen. Hier ist die Standardausführung und die zweite Ausführung war eine Augenweide. Braune Leder und die Metallteile waren alle in Goldfarbe. Einfach schön. Diese Standardausführung kostete damals 130 Reichsmark, aber nur die Kamera. Die vergoldete oder die goldene Luxusausführung kostete 140. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Weil ich vorher von einer Profi- oder ernsthaften Amateur sprach, bestätigt auch das, er hat sowas mit sich gehabt. Das ist eine Trinkbecher.
zusammengefaltet, klein handlich, kommen auf eine Quelle, man kann damit Wasser trinken und wieder zusammenklappen. Das war wirklich ein nützliches Zubehör. Und noch etwas, er hat auch eine Kompass mit sich herum. Auch ein sehr, sehr nützliches Zubehör. Und diese Kassette ist auch original von Voigtländer für eine Menge Kassetten, Teleobjektiv, Kamera und so weiter. Also der Mann war sehr gut ausgerüstet. Ein sehr nützliches Teil war natürlich ein Belichtungsmesser. Belichtungsmesser hat damals keine gegeben, aber Belichtungstabellen. Und die berühmtesten dieser Zeit waren die von Dr. Reden. Hier ist eine Belichtungstabelle vom Jahr 1923 und ist einfach, aber doch kompliziert. Diese Tabellen bestehen auf 12 solche Blätter. Und jedes Blatt hat 4 Tabellen, das heißt für jede Woche eine Blatt. Und jedes Blatt für einen Monat. Man sucht die passende Zeit, man schiebt die Tabelle hinein und jetzt haben wir Monat, Woche und dann die Zeiten. Vormittag und Nachmittag. Und daraus ergibt sich dann die Kombination Geschwindigkeit und Blende. Aber so einfach ist das nicht. Diese Tabelle hat auch natürlich die Erklärungen. Und diese Erklärungen, ist dieses Blattl. Weil diese Tabelle war gedacht für Nordeuropa oder Südeuropa. Vormittag oder Nachmittag. Wiese, Grün, Schneelandschaft, auch Kontinententeile. Alle Möglichkeiten, die es gegeben hat, waren hier in Kombination miteinander zu bringen. Also es war eine Wissenschaft für sich. Und man darf auch nicht vergessen, dass jede von diesen Kassetten viel Geld kostete. Und jede Aufnahme war wirklich sehr, sehr gut zum Überlegen. Und trotzdem sind wunderschöne Aufnahmen entstanden. Und natürlich war diese Tabelle ein brauchbares Werkzeug. Das war die Voigtländer Bergheil. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.